Du kannst kaum noch 100 Meter laufen, ohne dass deine Beine wehtun? Dann leidest du vielleicht an verkalkten Beingefäße, eine sogenannte PAVK, periphere arterielle Verschlusskrankheit. Hier erfährst du, was das ist, warum deine Beine wehtun und was du dagegen machen kannst, um deine Schmerzen zu lindern und deine Laufdistanz zu erhöhen. Die auch genannte Schaufensterkrankheit ist eine Durchblutungsstörung, die meistens die Beine, aber auch die Arme betreffen kann. Die Ursache für diese Krankheit sind Gefäßverkalkungen. Die Gefäße verändern sich, weil durch Ablagerungen von Kalk, Fett und Eiweiß bilden sie kleine Plaques. Diese Ablagerungen sorgen dafür, dass weniger Blut durch dieses Gefäß durchfließen kann. Außerdem verliert das Gefäß seine Elastizität. Warum tun denn deine Beine weh? Wenn du längere Zeit läufst, braucht deine Muskulatur mehr Sauerstoff. Und dies kommt eigentlich mit dem Blut. Wenn aber dieses Blut die Muskulatur nicht erreicht, dann entsteht ein Sauerstoffmangel, was diese Schmerzen verursacht. Was kannst du aber jetzt gegen die Schmerzen tun? Das Wichtige ist, dass deine Muskulatur jetzt an diesen neuen Zustand sich anpasst. Und dafür musst du jetzt in einen Bereich trainieren, wo du tatsächlich auch Schmerzen verursachst. Das heißt, die Übung, die ich dir jetzt zeigen werde, solltest du so lange durchführen, bis du tatsächlich Schmerzen auch hast. Es soll jetzt halt nicht unendlich doll sein, aber es sollen schon ordentlich spürbare Schmerzen an der Wadenmuskulatur oder an der Oberschenkel vorhanden sein. Wenn diese Schmerzen auftreten, dann machst du eine kurze Pause. Am besten setzt du dich hin, bewegst die Arme zum Beispiel, bis die Schmerzen in den Beinen komplett weg sind und dann machst du die nächste Übung. Genau diesen Prozess ist extrem wichtig bei dem Training. Nur wenn du in diesem Bereich trainierst, kannst du auch dafür sorgen, dass deine Schmerzen langfristig weniger werden und die Laufdistanz tatsächlich sich erhöht. Und dann legen wir los. Für die erste Übung solltest du jetzt auf den Vorfuß laufen. Das heißt, du hebst deine Ferse von dem Boden hoch und jetzt läufst du durch die Gegend. Vorwärts, rückwärts, im Kreis, nutz so viel Raum wie du hast und versuch die ganze Zeit auf dem Vorfuß zu laufen. Wenn du nicht so viel Platz hast, kannst du nur auf die Stelle vor und zurück laufen. Das Wichtige ist die Zeit. Laufe so lange, bis du tatsächlich Schmerzen in der Wade verspürst. Wenn du diesen Punkt erreicht hast, setzt du dich dann einfach hin und lässt diese Schmerzen wieder weggehen. Nur dann, wenn die Schmerzen tatsächlich komplett weg sind, gehst du dann zu der nächsten Übung. Die richtigen Übungen passend zu den jeweiligen Beschwerden zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich gebe mir mein Bestes, um genau dies für dich zu tun. Wenn du davon profitieren möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Und wir legen los mit der nächsten Übung. Für die nächste Übung brauchst du am besten eine Stufe bzw. eine Erhöhung. Du kannst es an der Treppe machen, wenn du dies zu Hause nicht hast, leg einfach ein paar Bücher auf den Boden. Stelle sicher, dass du dich irgendwo festhalten kannst, weil es nicht um den Gleichgewicht geht, sondern um die Wademuskulatur. Du solltest deine Füße hüftbreit auf der Stufe platzieren, sodass deine Ferse komplett rüberragen. Und dann gehst du in diese Position nach oben so weit wie du kannst und dann nach unten, bis die Ferse tiefer steht als der Vorfuß. Und gehst dann wieder hoch. Diese Bewegung wiederholst du so lange, bis du tatsächlich Schmerzen verspürst in der Wade. Die Schmerzen sollen schon ordentlich spürbar sein, sodass du dich nicht mehr unterhalten kannst. Für die nächste Übung solltest du dich jetzt hinsetzen, deine Oberschenkel bleibt komplett auf der Auflagefläche und in diese Position streckst du abwechselnd die Beine,
bis das Knie komplett durchgestreckt ist. Wenn es für die auch haltbar ist, kannst du auch beide Beine gleichzeitig durchstrecken. Zieh die Füße ganz bewusst zu dir ran und dann wieder runter. Streck beide Knie so weit wie du kannst, die Zehe zu dir ranziehen und dann langsam wieder runter. Auch hier wiederholst du diese Übung so lange, bis deine Schmerzen spürbar sind. Wenn du den Punkt erreicht hast, lass einfach mal locker, hör die Übung auf. Deine Schmerzen müssten innerhalb von 1 bis 2 Minuten komplett wieder vergehen. Und für die letzte Übung such dir einfach ein paar Treppen aus. Und dann gehst du sie einfach mal hoch. Wenn du keine Treppe hast, reicht auch eine Stufe. Bein hoch, das andere dazu, das gleiche Bein wieder runter. Bein hoch, das andere dazu, das gleiche Bein wieder runter. Beginne mit der Seite, wo du auch mehr Beschwerden hast und wiederhole dies so lang, bis du Beschwerden hast. Wenn du den Punkt erreicht hast, wo deine Schmerzen ordentlich zu spüren sind, halte dann am besten an und wenn möglich, setz dich hin, bis deine Schmerzen wieder weggehen. Mehrere Studien haben schon gezeigt, dass wenn du diese Übung-Routine jeden Tag bzw. mindestens 5-mal in der Woche durchführst, dass innerhalb von 3 Monaten ordentliche Verbesserungen zu spüren sind. Halte es durch für deine Gesundheit und dann wirst du auch besser und länger laufen können. Und ich freue mich auf dich bei unserem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!